Hallo meine lieben Leute und seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video Modelleisenbahn. Ja, wir haben ja im letzten Video unsere Stadt weitergebaut und wir wollen heute einen Parkplatz anfertigen neben der Stadt. Ist ja logisch, wenn die Leute jetzt, sage ich mal, mit dem Auto kommen und dann in eine Stadt wollen, brauchen wir irgendwie einen Parkplatz. Und den wollen wir heute aufmalen, auf der Holzplatte. Weil ja, so sieht das jetzt ein bisschen merkwürdig aus, weil wir haben die Holzplatte ja ausgesägt, also die Stadt quasi haben wir ja ausgesägt und auf die Holzplatte aufgebaut. Und jetzt wollen wir heute einen Parkplatz anfertigen, wo die Autos einfach dann parken können. So sieht das momentan aus. Wir haben hier die Stadt. Also die Holzplatte, die kann man ja rausnehmen. So. Und wir werden da hinten den Parkplatz anfertigen. Ein Freund hat zu mir gesagt, wir hatten hier ja die Haken, waren ja ungefähr bis hier. Die braucht man gar nicht so lang lassen, weil die Holzplatte liegt ja nur hier auf. Und dann reicht das halt nur so kurz. Ich habe die abgesägt, mit der Feile den Grat ein bisschen entschärft und ein bisschen Klebeband drüber, damit man sich nicht schneidet. Weil die Holzplatte liegt ja nur hier ungefähr auf. Und dann reicht das vollkommen. Hier, ich zeige es euch. So, und dann reicht das nämlich so auch vollkommen aus. Ja, da hinten werden wir den Parkplatz anfertigen. Aber hier vorne kommt noch der Lokschuppen hin. Also man sieht es vielleicht ein bisschen heller. Sind da zwei weiße, also hellere Streifen. Da waren auch mal die Schienen. Ich habe die Schienen weggemacht, weil ich wollte noch ein paar Weichen elektrisch anschließen. Ich glaube im letzten Video war das, glaube ich, auch schon. Oder ich weiß es nicht genau. Zumindest will ich da einen Lokschuppen hinbauen, den habe ich hier schon, der stand da auch vorher, ich habe den halt nur weggemacht. Hier. Und den will ich da wieder hinsetzen, deswegen müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu weit rüber kommen, weil sonst malen wir halt das an und da kommt der Lokschuppen hin, dann ist das ein bisschen blöd. Aber man sieht es ja auch. Ungefähr hier, ich habe hier die Stange, ungefähr da. Dürfen wir nicht drüber malen. Vielleicht sieht man es auch auf der Kamera, dass das ein bisschen weißer ist, ein bisschen heller. Und ja, da müssen wir halt drauf achten, aber das ist halt nicht so schlimm. Ich nehme mal ganz kurz die Kamera. Ich habe nämlich schon einen Parkplatz auf meiner Anlage. Das ist der hier, der ist halt nur ein bisschen kleiner. Das sieht hier ein bisschen wüst aus, weil ich bin halt noch ein bisschen am Umbauen. Ja, hier, das ist halt der Parkplatz. Ich habe die Platte schwarz angemalt und habe weiße Striche drauf gemacht, so dass die Autos dann quasi dazwischen parken, halt wie ein Parkplatz halt. Und ja, so ähnlich wollen wir das da hinten auch machen. So, ich mache jetzt mal einen kurzen Cut, stelle die Kamera um und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, ich sag euch gleich mal einen kurzen Tipp. Ihr kennt ja auch diese Flaschen hier. Das ist schwarze Farbe für den Parkplatz. Ich wollte das eben aufdrehen. Das geht jetzt leicht. Da. Aber ich hatte eben ich wollte die Flasche eben aufmachen. Ich habe jetzt nicht richtig zugedreht, ist aber nicht schlimm. Ich wollte die Flasche eben aufmachen und Farbe in da in so einen Becher tun, damit ich die große Flasche nicht da hinten habe. Und ich hatte eben Probleme, das aufzudrehen, weil das wohl angetrocknet war. Ich hatte mir einfach einen kleinen Schraubenzieher genommen. Man kann auch so einen leichten Hammer nehmen und habe die so auf den Tisch gelegt. Die habe ich jetzt nicht richtig zugedreht. Moment. Ich mache es kurz, damit hier keine Farbe ausläuft. Falls ihr auch dieses Problem habt, nehmt die Flasche, legt die so auf den Tisch und haut einmal rundherum mit dem Hammer rauf. Einmal, nicht doll, nicht so wie so ein Wilder, weil sonst bricht ihr den Deckel kaputt.
Einmal einfach so die Flasche drehen und immer raufhauen, weil dann löst sich die Farbe, die platzt dann weg und dann trägt ihr den Deckel halt leichter auf, falls ihr auch diese Probleme habt. Aber nur so ein kurzer Tipp am Rande. So, jetzt geht's weiter. Oh. Ich hätte das doch ein bisschen größer machen sollen, Leute. Das ist alles ziemlich eng, aber wenn ich das größer mache, habe ich ja gar keinen Platz mehr. Aua. Aber das geht schon. Ich hoffe, ihr seht's, weil ich kann die Kamera hier blöd hinstellen. So, wo war denn das jetzt? Ah, hier, sehe ich, okay. Ich habe hier die Farbe in den Behälter getan. Pinsel, und jetzt wollen wir die ganze Fläche einmal schwarz anmalen. Wenn ich jetzt ein bisschen, ich sehe die Striche schlecht, aber ihr seht auf der Kamera vielleicht besser. Wenn ich da ein bisschen drüber bin, ist egal. Da kommt der Lokschuppen hin, das fällt gar nicht auf. Das ist ja nur, damit man... Jetzt bin ich natürlich hier ans Holz gekommen, das mache ich gleich weg. Das ist ja nur, damit man nicht... ja gut, Farbe verschwenden, auch blöd. Aber muss ja halt nicht sein, wenn das da schwarz ist. Unnützweise ist das da schwarz. Kein Sinn. Aber gut. So. Und Leute, ihr wisst es ja auch, ich schneide meine Videos nicht. Weil, es ist auch, wenn ich Fehler mache oder ich mache einfach irgendeinen Fehler, ich habe die Farbe falsch aufgestrichen oder die Schienen sind krumm geworden oder auch wenn ich irgendwie Computerspiele spiele, hier LS17, ich schneide meine Videos nicht, weil Fehler, Missgeschicke, die passieren. Warum rausschneiden, ja? Also, deswegen, wenn ich irgendwie Fehler mache, schreibt es mir in die Kommentare oder sonst irgendwas, ja? Ich schneide sowas nicht raus, weil ich finde das einfach blöd. Ja, weil es gibt halt auch andere Leute, die schneiden das dann raus, weil sie es irgendwie nicht zeigen wollen oder die sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht, das zeige ich nicht auf YouTube, ne? Können sie gerne machen, finde ich auch in Ordnung, aber ich schneide meine Videos nicht. Ich bin dann ehrlich und sage, ich habe hier einen Fehler gemacht und gut. Ne? Also, nur damit ihr denkt, warum hat ihr das nicht rausgeschnitten? Hier, das ist doch vollkommen falsch. Ja, ich schneide es einfach nicht raus, weil ich will auch, dass ihr seht, dass ich einen Fehler gemacht habe, damit ihr mir Tipps geben könnt, wie ich es besser machen kann. Ne? Das ist einfach der Sinn daran. Und da bin ich auch ehrlich, wenn ich einen Fehler mache, habe ich einen Fehler gemacht. Und ihr wisst ja da meistens auch Tipps, wie ich es besser machen kann. So, jetzt haben wir das natürlich schon schwarz angestrichen. Mit weißer Farbe können wir jetzt noch nicht rübergehen. So. Haben wir natürlich wieder Farbe über. Mist, ey. Jetzt habe ich Farbe über. Muss ich wieder in den Dings reintun. So. So, soweit ist das fertig. Haben das schön schwarz angemalt, da kommen dann weiße Striche rauf und gut.
Ich tue mal kurz die Platte rein, um sehen, wie das, um zu gucken, wie das aussieht. Ja, das ist doch super. Da hinten kommt der Parkplatz hin, da parken die Autos, Leute gehen in die Stadt. Ist doch das Beste, besser geht's fast gar nicht. Ich überlege nur gerade. Weil, Leute, hier ist ja der Bogen, ne? Ich glaube, ich werde das hier eine gerade Linie machen. Hier kommen dann Bäume hin, das werde ich noch begrünen. Das wird eine gerade Linie, das wird hier begrünt. Und nur da hinten kommt der Parkplatz, weil es kann ja hier schlecht ein Auto parken. Das geht ja nicht, ich glaube, das werde ich auch so machen. Hier, und das ist ein Fehler. Warum rausschneiden? Es ist doch jetzt so, ne? Deswegen, ich werde das hier gerade machen. Zack. Hier wird begrünt und es kommt ein eckiger Parkplatz hin. Habe ich halt nicht dran gedacht, aber ist halt so, ist ja nicht schlimm. Gut, was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Das muss ja jetzt ein bisschen trocknen. Ich glaube, ich mache jetzt einen kurzen Cut und lasse das ein bisschen eintrocknen und dann sehen wir uns halt gleich wieder, wenn es trocken ist. So Leute, während das trocknet, möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Mein RC-Auto läuft immer noch, bloß mit einer kleinen Macke. Es fährt rückwärts. Leute, ich hatte den neulich angemacht. Der war den hatte ich in den Laden gebracht. Oder beziehungsweise ich brauchte hier ein neues Ritzel und so weiter. Das habe ich auch fertig bekommen. Das habe ich auch alles eingebaut, Leute. Ich hatte den Motor angemacht, habe Gas gegeben. Der fuhr rückwärts weg, anstatt vorwärts. Ich weiß nicht wieso. Er fuhr nach da, anstatt nach da. Da haben mein Freund und ich haben schon überlegt, den Motor einfach falsch rum einzubauen. Also den Motor quasi nach hier zu bauen. Dann dreht er ja wieder richtig rum. Aber würde auch funktionieren. Bloß ich möchte euch erst fragen, wenn ihr wisst, wieso der Motor falsch rumdreht, schreibt es in die Kommentare, weil es liegt nicht am Ritzel. Es liegt am Motor. Der Motor dreht falsch rum. Und wenn ihr wisst, warum, schreibt es mir jetzt in die Kommentare, damit ich da Bescheid weiß, weil dann mache ich das wieder richtig, weil den Motor falsch rum einbauen würde funktionieren. Bloß wenn ihr wisst, wieso, schreibt es mir in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid und dann kann ich es auch wieder reparieren. Also, falls ihr da irgendwie Bescheid wisst, schreibt es mir in die Kommentare und dann weiß ich da Bescheid. So, ist soweit fertig. Es ist soweit angetrocknet. Ein paar Stellen, die sind noch nicht ganz trocken. Aber das macht nichts. Da kann man auch schon so rüber malen. Ja, während das getrocknet hat, habe ich so ein paar Stellen gemacht, wo schon das Gras ein bisschen weg war und so. Das habe ich wieder ausgebessert, halt wieder ein bisschen neu rübergestreut, eingekleistert. Und das habe ich jetzt in der Zwischenzeit gemacht. Meine Autos auf der Anlage ein bisschen gerade hingestellt. Ja, jetzt wollen wir unseren Parkplatz da hinten aufzeichnen. Ich habe eben kurz die Heißklebepistole ausgezogen. Wollen wir unseren Parkplatz da hinten aufzeichnen. Hier, weiße Farbe. Pinsel, kein dicker Pinsel, ist ein dünnerer. Weil, ja, das dürfen ja auch nicht so dicke Spuren sein. So, jetzt kriege ich hier mal wieder unter durch. Ja, das geht schon. Hier kann man, glaube ich, schon rüberstreichen. Ja, das geht. Und wo wir rüberstreichen, wenn da drunter die Farbe weg ist, ist ja egal. Da kommt ja die weiße rüber. Ich schüttel die mal ein bisschen. Ich hoffe, ihr seht es wieder auf der Kamera. Aber ich glaube schon. So, jetzt muss ich mal sehen, wie ich das hier mache. Ich habe die Anlage ja vom Strom getrennt, also da kann nichts passieren.
Ich glaube, wir sagen, wir fangen erstmal hier hinten an. Einfach mal anfangen. Wir können es immer wieder schwarz überstreichen. Oh, wow, das wird eine Katastrophe, Leute. Mit der Schräge ist das hier ziemlich blöd. Oh je. Das ist schon wieder krumm und schief. Ja, das ist jetzt ein schiefer Parkplatz. Scheibenkleister. Mal fertig machen, mal gucken, wie es dann am Ende aussieht. Da muss ich nochmal rüberstreichen. Weil ganz so trocken ist es noch nicht. Ich glaube, das war Mist. Das war, glaube ich, nix. Ja, das war, glaube ich, nix. Das sieht doch generell blöd aus. Tja.
Ich glaube, das muss ich nochmal schwarz überstreichen. Ich lasse das jetzt erstmal trocknen. Dann schleife ich das, da mache ich aber Video drüber. Ich muss mir da was überlegen. So funktioniert das gar nicht. Freihand, das geht gar nicht. Da hinten hat das irgendwie besser funktioniert, weil der war nicht so groß. Tja Leute, das war nix. Das sieht generell blöd aus. Nicht, weil das jetzt auch Freihand ist. Auch generell, das ist alles Parkplätze, die sind alle zu klein. Das ist... Hier ist das viel schöner geworden. Das habe ich Freihand gemacht. Das war vollkommen klein. Das ist auch ein Strich in der Mitte und dann lauter Striche da drüber. Und hier hinten ist das ein Durcheinander. Das geht gar nicht. Das muss ich abschleifen. Tja Leute, ich muss hier das Video erstmal beenden. Ich muss mir da was einfallen lassen, ob ich mir eine Schablone ausdrucke am Computer oder sonst irgendwie. Da muss ich mir was einfallen lassen, weil so geht das nicht. Tja, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich werde das jetzt so antrocknen lassen, dann werde ich das glatt schleifen, dann werde ich das schwarz überstreichen. Und dann muss ich mir da was einfallen lassen. Aber ich werde da jetzt nichts machen, ich werde da ein Video drüber machen, das bleibt jetzt alles so, wie es ist. Dann bin ich jetzt doof. Ach, hier hinten ist es. Da kommt jetzt die Stadt rein. So. Und dann bleibt das erstmal so. Da lasse ich mir was einfallen. Ich werde das jetzt so lassen. Mal gucken. Ich denke, ich werde mir auch, über Computer eine Schablone ausdrucken, die ich dann darauf lege. Da werde ich irgendwas finden. Aber ich sage hier jetzt schon mal, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne abonnieren, falls ihr keiner meiner Videos mehr verpassen wollt. Und ja, das war jetzt ein bisschen chaotisch da hinten, aber da wird mir schon irgendwas einfallen. Ich werde mir eine Schablone oder sonst irgendwas ausdrucken. Da werden auf jeden Fall, da werden weitere Videos kommen. Mal sehen. Wenn ich dann da mir irgendwie was ausgedacht habe, kommen da weitere Videos. Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne abonnieren, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Tja, dann würde ich sagen, ich mache hier jetzt erstmal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Maurice auf YouTube.